Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe heute eine Folge zum Thema Testdaten mit dabei. Ich habe mich mit Dominik Steinhöfel unterhalten, der mit seinem Startup Testdaten generiert, nämlich synthetische Testdaten durch Formatbeschreibungen, mathematische Modelle und Co. Wie diese Testfallgenerierung funktioniert und was die Idee genau hinter diesem Startup ist, erzählt er uns in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Hi Richie, ich freu mich wirklich, dass es geklappt hat, ja. Ja, Danke ist dir. ja mit ein bisschen paar Hopplas dazwischen, ein bisschen Verzögerung So ist haben wir das Leben. eingebaut. So ist das Leben, genau. Wir haben uns ja kennengelernt auf dem QS-Tag Das stimmt. letztes Mhm. Jahr und das fand ich schon ganz spannend, weil du hast gesagt, ja, ihr habt da ein Startup, das sich mit Testdaten beschäftigt. Und ich habe gedacht, oha, also So sieht's aus. Testdaten ist ja eh immer so ein Thema. Also da gibt es ja ganz viel Ungemach oft in Mhm. Projekten. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Mhm. ja, da lass uns mal darüber reden, was ihr denn eigentlich so anstellt. Ja, und da sind wir Ja. auch schon mitten im Thema. Was macht ihr mit Testdaten oder was ist da euer Ansatz? Genau, ja, richtig. Also erstmal freut mich, dass es hier dazu gekommen ist. Ich habe dich ja ein bisschen gestalkt da auf dem Das Software-Quiz-Tag, muss stimmt, ich ja. sagen. Security war schon da, hat mich gewarnt. Aber nee, ich finde es auch wirklich auch ganz toll. Ich meine, wie gesagt, wir sind ein neues Startup und mir war selbst gar nicht bewusst, dass das, was wir machen, wirklich so ein mega Thema ist mit den Testdaten. Also wir hatten diese Idee und diese Resonanz, die war viel größer, als ich dachte. Auch deine Reaktion, dass Testdaten immer ein Thema ist für jemanden wie mich, war das erstmal so wow, großartiges Feedback. Allein deswegen war es schon mal voll gut, mit dir zu reden. Genau, und was wir machen, genau. Also, ich meine, Testen war ja schon immer wichtig, ja, und das wird ja irgendwie immer wichtiger, gerade jetzt mit KI und allem drum und dran. Wenn wir die Software nicht mehr selbst schreiben, dann ist es ja umso wichtiger, dass wir die auch gut testen. Und das fängt ja irgendwie dann halt bei den Daten an, die man in das System reingibt und damit halt eben versucht, das Verhalten auszulösen, das man halt eben testen möchte. Und da haben Firmen, so wie ich das sehe, zwei große Probleme. Das eine ist, dass die Daten, die sie bauen müssen, um Systeme zu testen, sehr komplex sind. Zum Beispiel, also ein großes Thema für uns sind elektronische Rechnungen. Das ist ja jetzt 2050 mehr oder weniger verpflichtend für B2B. Und wenn man sich da mal den Standard anschaut, da können wir später auch mal ein bisschen genau drüber reden, das ist halt hochkomplex und sowas manuell zu machen, ist einfach irre aufwendig und da hat ja irgendwie keiner Zeit und Geld dafür. Und das andere ist Datenschutz, weil es ist halt nicht so einfach, 'ne Rechnung zu nehmen, wo halt irgendwie auf einen Menschen verwiesen wird, also personenbezogene Daten. Man kann mit sowas nach DSGVO und womöglich anderen Verordnungen nicht einfach testen. Das heißt, Leute verfremden dann Daten und schaffeln irgendwas, setzen Felder auf Null, ersetzen Felder durch generische Werte und so weiter. Und so wie ich das sehe, steht man da mit einem Bein im Gefängnis so ein bisschen, DSGVO, und mit anderen Bein riskiert man halt, dass man gar keine neuen Fehler findet, weil die Daten, mit denen man testet, die gab es ja schon mal irgendwo. Also warum sollten die überhaupt irgendwas Neues finden? Und was wir halt machen, ist, wir haben uns einen neuen Ansatz überlegt, der basiert auch auf jahrelanger Grundlagenforschung am CISPA in Saarbrücken, wo wir herkommen, also wir generieren Testdaten aus Schemas, also für strukturierte Datenformate vor allem, sagen wir mal XML-Schemas oder JSON-Schemas, ein bisschen Mhm. moderner, oder tabellarische Strukturen aus Datenbanken. Und daraus generieren wir massiv Daten, die halt richtig aussehen. Also das wird am Schluss irgendwie eine Rechnung sein, zum Beispiel, was du da rausbekommst, oder passt halt zu deiner Datenbank und hat die entsprechende Integrität und so weiter. Und ist aber vollkommen datenschutzkonform, weil wir brauchen gar keine Produktivdaten, um damit loszulegen. Wir brauchen nur die Beschreibung, kann vom Kunden oder dem Nutzer angepasst werden, weil es gibt die Möglichkeit, dass man auf diese Schemas noch weitere Bedingungen draufsetzt. Zum Beispiel muss irgendein Feld irgendwie, keine Ahnung, 17 sein oder der Name eine gewisse Mindestlänge haben. Das kann man alles spezifizieren, das können wir alles berücksichtigen. Und darüber hinaus sind das halt einfach richtig viele umfangreiche Testdaten. Du musst nicht einfach du musst das nicht manuell machen und bekommst dann irgendwie 10 aufwendig handgeschriebene Rechnungen, sondern du bekommst, keine Ahnung, beliebig viele. 1.000, 2.000, was du möchtest.
Und das machen wir auch nicht ganz naiv. Also wir geben dir auch so Abdeckungsgarantien. Wir können sowas sagen wie, wir haben alle strukturellen Feinheiten oder bei großen Formaten, keine Ahnung, 70% aller Feinheiten irgendwie ausgetestet. Wir haben auch Extremwerte mit reingenommen. Wir haben, wenn du möchtest, irgendwelche Angriffsvektoren, die irgendwo schon einmal dokumentiert wurden, mit reingenommen. Das heißt, du bekommst auch Testdaten von hoher Qualität und damit findest du halt Fehler. Der Witz dabei ist, bei allen Systemen, die wir bisher schon mal getestet haben oder die Leute mit unseren Daten getestet haben, da wurden immer Fehler gefunden. Weil wenn du ein System hast, das nicht automatisch getestet wurde, und da sind fast alle Systeme, du findest Fehler. Ich meine, ansonsten hast du keine interessante Software. Genau, und das machen wir. Und da gehen wir halt ein bisschen darüber hinaus, über das Angebot, das andere irgendwie schon haben oder dass das andere tun, eben mit Produktivdaten. Wir sind auch so ein bisschen, wir fahren einen ganz anderen Ansatz, also die Hauptalternative, das ist AI-Modelle zu generieren auf Produktivdaten. Das machen halt auch viele ganz gerne. Da gibt's auch Unternehmen, 'n paar große in den USA. Es gibt da eine Firma in Österreich, die machen das und die machen das auch gut, so wie ich das einschätzen kann. Aber allein, selbst wenn du Versprechungen bekommst, dass da der Datenschutz gewahrt wird, allein, dass ich Produktivdaten nehme und 'n Modell generiere und das Modell mir irgendwie intransparent irgendwelche Testdaten ausspuckt. Ich meine, woher weiß ich, was da wie reingeflossen ist, wenn ich das in großem Umfang mache? Und bei uns, wir brauchen halt keine Produktivdaten, wir brauchen nur so ein Schema. Deswegen, wir können das gar nicht wissen, deswegen können wir auch keinen Unfug treiben damit. Mhm. Ja, da sind jetzt so 2, 3 Fragen bei mir aufgepoppt. Das eine, du hast gesprochen Klar. von Angriffsvektoren, die dokumentiert sind. Ja. Das heißt, das würde für mich jetzt im ersten Moment bedeuten, das sind ja vielleicht Testdaten auch außerhalb einer Spezifikation, wie sie eigentlich jetzt im Schema oder so dann drinnen sind. Ne? Weil da gehe ich ja mit Dingen dann ran, mit denen ich ja eigentlich versuche, das Ganze auszuhebeln, oder? Wie ist da das Konzept? Das kommt so ein bisschen drauf an. Also, wenn du eine gute Spezifikation hast von deinen Eingabedaten und du validierst die auch in deiner Software, und das würde ich machen. Also, wenn ich zum Beispiel schon ein XML-Schema habe, dann würde ich das auch zur Validierung benutzen. Dann müssen die Testdaten schon sehr genau der Spezifikation folgen. Also, ich darf da keinen groben Quatsch machen, weil ein vernünftiges System sich das dann gar nicht genau anschauen wird, ja? Also, ich meine, vernünftige Systeme, ja? Das heißt, wir können dann halt innerhalb der Rahmenbedingungen des Formats dann Dinge reinbringen. Zum Beispiel, magst du da mal eine Spezifikation geben von einem Open API-Endpunkt oder ein XML-Schema, und da ist ein Stringfeld, irgendeine Zeichenkette, und da können wir halt anfangen und irgendwelche SQL-Injections reinbauen oder solche Dinge oder XML-Attacken, die dokumentiert sind. Da gibt es so Kataloge wie OWASP, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja. Da kann man Dinge tun. Wir können auch, wenn Kunden das möchten, die Spezifikation verletzen, weil du das angesprochen hast. Das können wir kontrolliert tun. Das ist bisher allerdings noch nicht so nachgefragt worden, weil die Leute, die mit unseren Daten testen, die haben sowieso eigentlich schon einen recht hohen Qualitätsanspruch, und die machen relativ viel Validierung, und wenn wir die Basics dann vernachlässigen, dann wird das System das merken. Ja? Also die wollen dann irgendwie darüber hinausgehen. Genau, abgesehen davon ist Security, das machen wir ein bisschen. Das ist aber nicht unser Kerngeschäft. Das muss man auch ganz klar sagen. Was tun wir nicht? Also unser Kerngeschäft ist so ein bisschen die Robustheit. Also wir versuchen, dein System zum Absturz zu bringen, sodass das halt in der Praxis nicht passiert. Wir sind keine Pentester-Ersatz. Ja? Also für solche Menschen und Tools gibt es weiterhin eine sehr schöne Daseinsberechtigung. Wir machen halt alles andere. Ja? Wir testen das, woran die Entwickler nicht denken, und wir testen das, was die Pentester nicht berücksichtigen, weil die halt nach ihren Hintertürchen suchen. Wir machen den ganzen Rest. Naja, verstehe. Jetzt ist es ja so bei Testdaten, also du hast natürlich ein Schema oder irgendeine Datenbank, das quasi was einen gewissen Regel vorgibt, was da für Daten drinnen sind. Jetzt ist es aber häufig so, und meine Erfahrung, dass es dann zum Beispiel für gewisse Daten trotzdem noch mal relativ komplexe Berechnungen gibt. Ne? Ich sage mal, im leichtesten Fall, vielleicht muss die IBAN gültig sein oder die Umsatzsteuer-ID. Aber manchmal ist das auch einfach ein komplexer Ding, weil da wird eine Nummer generiert, die irgendwie irgendein Muster folgt. Das ist aber jetzt nicht einfach in so einem Schema hinterlegt, sondern passiert extern. Wie macht ihr das? Wie geht ihr mit solchen Fällen um? Ja,
Na, mega gute Frage. Das geht ja schon richtig ins Detail hier. Ähm, ja, genau, tatsächlich, wir sind gerade dran, also wir arbeiten mit OKRs, wir haben jedes Quartal so Ziele und eins der Ziele, das wir jetzt haben für Januar bis März, ist, dass wir das Problem halt richtig gut lösen, dass wir also in der Lage sind, Bedingungen auf Spezifikation draufzusetzen, um dann ins Detail zu gehen. Was wir aktuell schon können, und das haben wir auch gemacht, speziell für den Anwendungsfall elektronische Rechnungen, den wir halt gerade sehr interessant finden, ist, wir können speziell für XML sogenannte Schematron Constraints lösen. Also das sieht dann so aus, du hast dann einmal eine XML-Datei, irgendwie eine Rechnung, irgendwelche Rechnungsposten und so weiter. Und dann hast du noch so eine Schematron-Datei und die sagt dir zum Beispiel, die einzelnen Posten deiner Rechnung müssen aufaddieren zur richtigen Summe mit einem Rundungsfaktor und Steuersatz und so weiter. Und das können wir schon lösen Mhm. in gewissem Umfang. Das heißt, wenn du jetzt schon ein Schema hast und du weißt, wie Schematron funktioniert, dann könntest du uns diese Schematron-Spezifikation geben und die kann halt sehr komplex sein. Also wie gesagt, Mhm. Summen und Maxima und was weiß ich, was du möchtest. Ähm, und dann lösen wir dir das auch. Allerdings von einer Geschäftsperspektive erwarten wir nicht, dass Leute sowas beherrschen. Das ist eine sehr Mhm. komplexe Technologie. Und genau deswegen wollen wir gerade halt diesen Gap schließen. Also davon, dass unser Kunde uns mitteilt, hey, ich möchte, dass die IBAN gültig ist, ja. Mhm. Und dem System, das dann das versteht, das wollen wir gerade so ein bisschen in den Griff bekommen. Also aktuell läuft das so, wir haben Pilotpartner, mit denen treffen wir uns dann und die sagen dann, hey, ich möchte eine gültige IBAN und dann übersetzen wir das in irgendeine Art von Post-Processing oder in so eine Schematron-Regel und unser System löst das dann. Und das wollen wir halt verbessern. Ja, und da wollen wir durchaus eventuell, wenn Kunden das möchten, ein bisschen mit KI arbeiten oder sowas, natürlich Sprache übersetzen in so eine Beschreibungssprache. Aber genau das können wir. Und warum wir das prinzipiell können und nur diese Anwendungslücke schließen müssen, ist, weil wir ja dann recht starken Mechanismus drunter haben. Wir arbeiten mit formalen Modellen im Hintergrund, in die wir alles rein übersetzen. Die beschreiben so ein bisschen die Syntax von dem System, das wir testen oder von dem Datenformat, das wir testen und eben halt auch alle möglichen Arten von Einschränkungen auf eine sehr komplexe Art und Weise. Und ja, was wir nur machen müssen, wir müssen das da rein projizieren, mehr oder weniger, und auf dem Modell können wir dann lösen. Und ja, das wäre im Prinzip ja, auch sehr schwer zu entwickeln, wenn wir das nicht schon hätten, weil wir halt aus der Forschung kommen. Das basiert halt alles auf, ja, ich bin seit 21, war ich Postdoc am CISPA und da habe ich angefangen, das zu entwickeln. Und ja, die Spezifikationssprachen, die Inspiration davon, die kommt noch vorher aus meiner Doktorandenzeit. Also das Mhm. ist alles eine relativ lange Geschichte. Mhm. Und genau, Sehr wir haben da einen spannend. großen Stack. Ja, ja, es ist total interessant, finde ich, weil sag mal, mit Testdaten habe ich ja auch schon im Vorgespräch, ja, haben wir schon drüber gesprochen, das ist, Mhm. Ja. da strugglen ganz viele, auch gerade mit diesen Abhängigkeiten, mit diesen Bedingungen und auch jetzt ist es ja so aktuell, also vielleicht ist es nicht so, aber Mhm. so wie es sich jetzt anhört, macht ihr quasi jetzt den Job. Das heißt, ihr kriegt vom Kunden eine Beschreibung der Testdaten in irgendeiner Form, ein Schema oder ein XML oder sonst irgendwas und ihr generiert dann Mhm. die Daten und liefert die dann zurück. Oder wie kann ich mir das vorstellen, das in meinen Prozess auch mit einzubauen? Ja, genau, das ist auch wieder eine tolle Frage. Aktuell machen wir das schon noch sehr stark im Kontakt mit den Kunden. Wir sind noch recht jung, uns gibt's erst seit Herbst letzten Jahres. Ähm, Wie wir uns das vorstellen, so mittelfristig, das wollen wir dieses Jahr auch noch ausrollen tatsächlich, ist, dass der Kunde so eine Art Datenshop hat, ja, so ein bisschen Self-Service. Das heißt, du gehst dann da hoch, hast dann eine Übersicht über deine Formate, lädst dein Schema hoch, kannst das so ein bisschen konfigurieren und dann bekommst du dann deine Testdaten irgendwo hingeschickt, wo du das gerne möchtest, irgendeinen Speicherort, den du irgendwie kennst. Und dann kannst du darüber auch dann die Anforderungen an die Daten kommunizieren. Und wenn du Probleme hast, immer noch halt mit uns reden. Aber prinzipiell stellen wir uns das vor über so eine Online-Schnittstelle, so eine Art Webshop, wo man das relativ angenehm bedienen kann. Was wir auch bauen wollen, ist eine programmatische Schnittstelle, sodass Leute das, wenn sie wirklich so einen hochtechnisierten Stack haben, sich die Testdaten irgendwo holen können von irgendeiner REST-Schnittstelle oder sowas.
Das hatten wir bisher nur noch nicht nachgefragt bekommen. Also unsere bisherigen Pilotpartner sind da ziemlich happy, so 'ne GUI zu benutzen oder mit uns zu reden. Ja, ja. Ja, ich meine, ihr seid ja auch im Start des Ganzen, ne? Also deswegen Genau. ist das natürlich dies. Ich habe ja viele unter Kunden auch bei mir aus dem größeren Umfeld, auch Konzerne oder sowas, die ja sich Mhm. vielleicht schwer tun, auch ihre Testdaten oder ihre Datenbeschreibungen rauszugeben und zu sagen, okay, hier Ja. komm, mach mal Mhm. das. Also das ist ja ein bisschen so der Hintergrund, ne? Ob vielleicht auch diese Möglichkeit besteht oder ob ihr das auch mal angedacht habt, dass dann sowas in-house quasi als Applikation Mhm. läuft oder sowas oder als Mhm, mhm, System mhm, läuft, mhm. um quasi diese Informationen nicht unbedingt nach Ja, außen zu ja. geben. Ja. Ich verstehe. Ja, ne, tatsächlich, das haben wir nicht vor. Also, wir sehen uns so 'n bisschen als, Test Data as a Service. Die Mhm. Abkürzung gibt's noch nicht. Es wäre wohl TDAS oder Ja, so irgendwas. wenn wir gleich schützen lassen. Genau, also so sehen wir das. Keine Ahnung, wir haben natürlich eine Vertraulichkeits NDAs, ja, und die wir gerne mit Kunden vereinbaren. Aber ja, prinzipiell muss das Schema irgendwie schon dann vom Kunden an uns kommen. Das Gute ist, es geht halt tatsächlich dann nur ums Datenformat und ich verstehe schon, dass das manchen Leuten auch schon zu heikel sein kann. Aber im Endeffekt sind das bisschen die Strukturen, die Anforderungen und nicht die tatsächlichen, ja, Daten, die ja meistens die schlimmsten Geschäftsgeheimnisse ausmachen. Also, ich sehe das Problem, allerdings, sieht unser Geschäftsmodell das erstmal so vor. Wollte dich da jetzt auch Genau. nicht kritisieren dafür. Ich weiß nur, dass manchmal steckt in Daten Ja. mehr Logik drinnen, als man Ja. eigentlich lieber haben will. Ja, ja, klar, klar. Ne, das Also kenne ich auch. Wie was gesagt, so elektronische gerade Rechnung, da steckt echt viel Altsysteme drin, ja. auch angeht und so. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, also sehr spannend. Jetzt, was mir noch so einfällt, was mich interessieren würde, ist, ähm, so Daten generieren, das können ja auch schnell mal viele werden. Und manchmal haben auch ja einfach auch Unternehmen den Anspruch, ja, da reichen Mhm. nicht ein paar tausend Datensätze. Das muss irgendwie ein Ja, ja. sechsstelliger Datensatz sein, von der Anzahl her oder Datensätze. Mhm. Und die müssen vielleicht auch noch kombiniert sein. Ne? Also irgendwelche, sagen wir jetzt blöd gesagt, mehrere Tabellen, die auch noch miteinander zusammenhängen, wo Ja, ich klar. Mhm. alle Kunden habe mit allen Produkten, die sie jemals gekauft haben oder sonstige Sachen. Ja, ja. Mhm. Wie deckt ihr sowas ab? Könnt ihr so Massen auch quasi performant generieren oder wie sind da so eure Kriterien? Ja, also wir können Massen an Daten generieren. Das ist ja genau das, was wir versprechen im Kern. Ähm, was wir auch machen, ist, wir aus der Erfahrung mit unseren Partnern jetzt ist es so, dass nicht jeder Interesse an Massen an Daten hat, sondern, wenn es wenige Daten sind, die schon relativ viel können, ist es den Leuten eigentlich lieber, weil dann müssen sie nicht so viel durch ihre Pipeline jagen. Kommt immer drauf an, wie schnell dein System ist und man muss die ganzen Ausgaben analysieren und so. Das heißt, wir hatten tatsächlich Kunden, die meinten: „Ja, also, so 1.000 Daten ist eigentlich unser also 1.000 Eingaben, ist, unser Maximum.“ Und was wir hier versuchen, ist, dass wir die Information pro Datenpaket maximieren. Das heißt, wir versuchen wenig zu generieren und dabei möglichst viel abzutesten, indem wir tracken, was wir bisher schon getan haben, variiert haben in unserem Datenpaket, das wir aufbauen. Da steckt viel Logik drin, aber wir können auch tatsächlich sehr viel machen. Wie schnell das ganz konkret geht, das hängt ab von dem Datenformat, über das wir sprechen. Da gibt es ja kleine, einfache und da gibt es ja große, komplizierte. Und die großen Komplizierten, die sind komplizierter als die kleinen. Genau, und dementsprechend brauchen sie länger. Zum Thema Abhängigkeiten und so weiter, das können wir auch. Da, da ist es durchaus möglich mit der Modellierung, die ich da erwähnt habe, dass wir da so Schlüssel und Abhängigkeiten und Referenzen und so weiter reinkodieren. Gerade auch in XML gibt es auch solche Sachen, solche ID-Felder, die irgendwie stimmig sein müssen. Das haben wir auch schon im Griff. Ähm, und was wir gerade auch angehen, sind Protokolle. Das ist genau so 'n Fall, wo wir halt eben Abhängigkeit haben zwischen verschiedenen Paketen. Und da haben wir einen Pilotpartner, der da eifrig was heißt ne, eifrig, der da gespannt drauf wartet, dass wir das endlich richtig liefern. Protokolltesten ist eine schwierige Sache, viel Forschung dahinter. Das Gute ist, wir kommen aus der Forschung.
aber auch, das ist auf unserer Agenda. Ja, also, sagen wir mal so, das sind alles Sachen, die können wir teilweise oder können sie, schon recht gut oder werden sie können. Und was wir da jetzt priorisieren auf der Tagesordnung, hängt davon ab, wo der Bedarf halt irgendwie ist. Also, wir richten das stark aus an unseren Pilotkunden, was wir so als Nächstes nehmen und integrieren. Aber Menge können wir schon und Abdeckung, also Kompression von Informationsgehalt pro Datenpaket, das können wir auch schon. Mhm. Mhm. Jetzt, ich glaube, du hast es vorher gesagt, aber ich möchte es nochmal spezifizieren auch ein Ja, bisschen. Äh, Mich als Tester interessieren natürlich auch Testdaten, die gewissen Methodiken entsprechen. Also ich nenne zum ja, Beispiel Klassiker wäre jetzt da für mich Grenzwertanalyse, ne? Also wirklich ja, ja, auch an die ja, Grenzen mhm, von Eingaben zu gehen oder mhm, mal auch, wenn es erlaubt ist, ein Feld leer zu lassen, ja, auch wenn es sonst eigentlich immer befüllt ist, ne? Aber wenn ja, es ja, ja, erlaubt ja, ist, ja. dann das auch mal machen. Habt ihr diese solche Methoden auch mit drinnen oder läuft das rein über die Beschreibung? Wie macht ihr das? Ja, ne, die haben wir mit drin. Also, wir nehmen, zum einen rein zufällige Daten, weil wenn man das zu sehr versucht zu kontrollieren, dann findet man viele Fehler nicht. Der Zufall ist oft eine gewisse Superpower, aber wir nehmen auch gezielt gerade Extremwerte. Für XML zum Beispiel, da haben wir eine Domain-Analyse gemacht, was so möglich ist in den primitiven Datentypen und, nehmen da gezielt auch Extremwerte mit rein. Und ich habe schon gesagt, wir tracken so ein bisschen das, was bisher schon passiert ist in 'nem Datenpaket, und da gucken wir halt auch, wenn wir so 'n Feld noch nicht leer hatten, dann wird das demnächst dann auch mal leer gesetzt. Mhm. Und wenn so 'n, keine Ahnung, so 'n Fließkommawert noch nicht unendlich war, dann wird er mal unendlich, und lauter solche Sachen, die Mhm. machen wir ganz Mhm. gezielt, weil tatsächlich da findet man ja oft die Fehler. Also, wir Ja, mixen halt so 'n bisschen das mit Zufall. ja, ja, okay, verstehe. Das ist auch ein Mhm. interessanter Ansatz. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Das war das eine mit den Methodiken. Die andere Frage, Ja, die ich jetzt gerade noch hatte, die mir in dem Moment eingefallen ja. ist mir jetzt im Moment auch schon entfallen. Doch, ich weiß sie wieder. Und zwar, du hast gesagt, ihr macht ja mit E-Rechnung auch habt ihr auch Pilotprojekte und andere. Was sind denn so eure Projekte, was darfst du uns denn erzählen, wo ihr gerade Daten generiert? In welchem Umfeld oder Ja, was für ja. konkrete Aufgabenstellungen habt ihr denn da? Ja, ja, ja. Genau. Elektronische Rechnung haben wir noch keine Pilotpartner. Das machen wir gerade nur, weil wir, glaube ich, denken, es ist super wichtig, und wir machen gerade so eine kleine Marketingkampagne, dass wir Firmen, die damit arbeiten, als Pilotpartner gewinnen, weil wir Mhm. glauben, das können nur wir. Wir haben gerade 3 Pilotpartner, die alle keine elektronischen Rechnungen machen. Wir haben Könnten halt über aber, unser ne? Wenn sie Netzwerk, wollten, könnten sie. ja, ja, richtig. Genau, also die haben wir über unser Netzwerk teilweise und teilweise über Messen und so, akquiriert. Ähm, unser ältester Pilotpartner, der, macht, ja, einmal Software so ein bisschen im Telekommunikationsbereich und dann noch, äh, Individualsoftwareentwicklung für größere Kunden, die so ein bisschen höhere Ansprüche haben. Und, was wir da unter anderem, gerade testen, ist ein Protokoll für Rufnummernmitnahme. Das, ja, ging, glaube ich, bis vor 10 Jahren oder so noch über Fax. Mittlerweile ist das dann, endlich mal digitalisiert worden, ist jetzt irgendwie XML. Und das testen wir, und, also, ich muss sagen, das ist eine Firma, die hat einen Qualitätsanspruch, der ist schon, also, weit jenseits von dem, was man so üblicherweise antrifft. Und auch da finden wir immer noch Sachen, wo die so denken: „Ach Mist, ey, das hätte ja nicht passieren dürfen." Also, ich bin jetzt echt froh, dass wir das gefunden haben. Und, das ist auch immer wieder sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Genau, das ist eins von den Formaten, was wir mit denen testen, was vielleicht dann jedem zumindest was sagt. Also, jeder hat schon mal eine Rufnummer mitgenommen zumindest. Ich auch gerade Die eben. andere Ich habe gerade eben äh, sowas durch, ja. Und es hat gut funktioniert. Also ich war hat erstaunt. funktioniert? Ja, hat Hast du funktioniert. Fax geschickt oder ging das automatisch? Ging recht automatisch, so wie ich es mitbekommen habe. Also, Sehr ich schön. musste nicht faxen. Das freut mich. Genau, genau, das war die eine Firma, genau, mit denen sind wir mit 2 Teams, grade am Arbeiten. Also, die haben noch eins mit dazugenommen, weil das so gut funktioniert hat, und ein drittes wird vielleicht auch noch kommen. Die zweite Firma haben wir auch gerade relativ frisch, geonboardet, also mit aufgenommen. Und, da probieren wir dann mal, JSON aus, ja? Also, das können wir auch, nur bisher haben wir vor allem XML gemacht. Dort werden wir dann relativ umfangreiche OpenAPI-Spezifikationen testen. Da geht es dann um alle möglichen Sachen. Wir fangen, glaube ich, erstmal an mit Stammdatensätzen, aber später geht es dann um komplexe Sachen. Also, die haben so ein
Speicherdienst und alle möglichen anderen Cloud-Services, und die hatten schon mal einen Pentester mit dabei, die das System getestet haben und wollen jetzt gucken, ob wir da noch ein bisschen darüber hinaus was finden. Da bin ich auch sehr gespannt, was da so passieren wird. Die dritte Firma, die hat so ein Projekt, mit dem sie sich beschäftigt, und da geht's um Überweisung. Ja, also da gibt's so ein Format, das heißt CAMT, Cash Management. Da gibt's verschiedene Typen davon, und da geht's unter anderem um SEPA-Überweisung. Das ist praktischerweise ein XML-Format. Das testen wir mit dieser Firma. Wir haben dann, abgesehen von der Arbeit mit den Pilotpartnern, was X-Rechnung angeht, oder elektronische Rechnung, auch Werkzeuge getestet, die es halt eben öffentlich verfügbar gibt. Zum Beispiel gibt es ein Tool, das heißt Mustang, wie das Pferd. Das ist so ein kleines Wortspiel, weil es gibt ja 2 Formate für elektronische Rechnung in Deutschland: X-Rechnung und Zugpferd. Und Genau. Mustang kommt von den Zugpferd-Leuten. Die haben das mit den Wortspielen. Auf jeden Fall, genau, Mustang und Mustang haben wir getestet, und da haben wir auch schon alle möglichen Sachen gefunden. Also von kleinen Unfeinheiten irgendwie, wo man denkt so, naja, kann man mal ein Auge zudrücken, bis halt hin zu Fällen, wo das Tool crasht oder gültige Rechnungen abgewiesen werden. Ich meine, auch relativ esoterische Sachen. Zum Beispiel, es gibt so einen Rundungsfaktor von 0,05 in so Summen, der zulässig ist, aber für ungarische Forint, weil die Währung halt weniger wert ist, da ist der Rundungsfaktor wesentlich höher, und das wird nicht implementiert in Mustang. Das heißt, wenn jemand eine gültige Rechnung aus Ungarn bekommt oder verschicken will, dann kann das sein, dass die halt fallen gelassen wird vom Empfängersystem, obwohl sie eigentlich gültig ist. Und ich muss dir sagen, das ist ein Riesenproblem. Ich habe da mal gesprochen mit jemandem auf der ISTA in Nürnberg, auf dieser Messe, und der hat gemeint, er hat Kunden im Bibliotheksbereich, die haben da massive Probleme, weil sie Rechnungen verschicken über irgendwelche Bücher, und da ist dann irgendwie ein Sonderzeichen drin im Buchtitel, weil es ein ausländischer Autor war, sagen wir mal, ja. Und das Empfängersystem crasht dann irgendwie bei der Verarbeitung und lässt ohne Rückmeldung quasi die Rechnung fallen. Hat 2 Effekte. Zum einen bekommt die Firma, die Rechnung gestellt hat, ihr Geld nicht rechtzeitig, und zum anderen kriegen die dann auch noch irgendwie, zum anderen kriegt die andere Firma dann noch eine Mahnung, und wissen gar nicht, was das ist. Warum kriege ich hier eine Mahnung? Es sollte doch alles funktioniert haben. Und solche Dinge passieren dann. Das heißt, Leute haben massive Probleme, einfach nur, weil gültige Rechnungen nicht als gültig erkannt werden. Und das sind so Sachen, die wir da schon in diesen Referenzimplementierungen gefunden haben. Also ich bin super gespannt. Also ich hoffe, dass wir in 1, 2 Monaten ein paar Firmen an der Hand haben, die mit uns elektronische Rechnungssysteme testen, die dann so ein bisschen mehr in der Industrie auch eingesetzt werden, weil ich bin überzeugt, wir finden da tolle Sachen. Und ich glaube auch, dass wir dadurch am Ende alle ein bisschen profitieren, weil diese elektronischen Rechnungen, die kommen ja immer mehr. Also ich glaube, 2028 sind sie B2B wirklich Pflicht für alle. Das wird so ein bisschen schrittweise ausgerollt. Und du willst ja keinen Stress mit sowas haben. Ich meine, das soll ja einfach funktionieren, und dazu wollen wir auch ein bisschen beitragen. Ja. Super Ziel auch. Ne? Also ich bin ja selber auch als Unternehmer auch gefordert, hier gerade jetzt mit mich auf elektronische Rechnung einzustellen, und man denkt ja nicht irgendwie an alles, was da so passieren kann. Also es ist gut, wenn das gut getestet ist, und es sollte ja zumindest gleich gut funktionieren, wie es vorher funktioniert. Genau. Ja, Dominik, vielen lieben Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und mal euren Ansatz auch präsentiert hast. Ich finde es toll, dass ihr so ein junges Unternehmen raus aus der Forschung mit euren Themen jetzt hier mal das Themenfeld auch mal mit einer anderen Perspektive beackert. Ich finde das ganz klasse. Wünsche dir da ganz viel Erfolg für die Zukunft. Deine Kontaktdaten und so haben wir ja überall auch verlinkt. Wenn jemand Interesse hat, da mal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann findet er dich dann auch da ganz leicht. Ja, ich danke dir, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auch in echt auf der einen oder anderen Testkonferenz oder wo auch immer. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Richie. Ich fand es toll, mit dir zu reden. Nochmal vielen Dank für die Einladung, und ich hoffe wirklich auch, wir sehen uns ganz bald mal wieder. Sehr schön, so machen wir es. Ne? Mach's gut. Ciao. Okay, ciao.